Warum solltet ihr bei euren YouTube-Videos für mehr Reichweite die Untertitel selbst eingeben? Darüber sprechen wir jetzt. Wir haben alle zu wenig Zeit, deshalb versuche ich mich kurz zu halten. Warum solltet ihr YouTube-Untertitel selbst eingeben? Wie ihr wisst, analysiert YouTube euer Video. Natürlich der Titel, die Beschreibung, aber auch das, was im Video gesagt wird. Und das ist für YouTube genauso wichtig wie die Beschreibung oder der Titel, weil das muss zusammenpassen. Sonst merkt YouTube, okay, nee, da stimmt irgendwas nicht. Mit dem Video stimmt was nicht, das schlage ich nicht vor. Diese künstliche Intelligenz, die herausfindet, um was es in eurem Video geht, macht natürlich Fehler. Es ist nicht perfekt. Das heißt, es kann sein, dass anstatt Mund zum Beispiel Hund verstanden wird von YouTube selbst. Und dann ist in diesem Video das Wort Hund, obwohl es um einen Mund geht. Und das ist wichtiger, als man denkt. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Das heißt, je mehr ihr YouTube helft, euer Video richtig einzuordnen, euer Video zu verstehen, desto besser. Bevor ich jetzt zu viel rede, zeige ich es euch einfach. Wir schauen mal hier in YouTube rein. Wir sind bei YouTube Studio. Und ich zeige euch das mal an einem ganz einfachen Beispiel. Ihr geht auf Untertitel. Dann werden euch alle eure Videos angezeigt und in wie vielen Sprachen ihr sie übersetzt habt. Als Beispiel möchte ich dieses Video hier verwenden. Und zwar geht es im Video selbst um die Verwendung eines Greenscreens. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass YouTube das nicht ganz verstanden hat. Wir gehen also einmal auf Kopieren und Bearbeiten. Weiter. Jetzt wird uns angezeigt, was YouTube verstanden hat. Wir gehen einmal auf Zeitangaben zuweisen. Und dann seht ihr, dass YouTube selbstständig diese kleinen Abteile geschaffen hat, indem es dann die Untertitel eingibt. Wir schauen mal rein. Was als erstes auffällt, ist, dass keine Satzzeichen verwendet werden. Also Sätze werden nicht abgetrennt voneinander. Falls ihr eure Untertitel in eine andere Sprache übersetzen wollt, wird das Übersetzungsprogramm Probleme bekommen, weil die Sätze natürlich nicht strukturiert sind. Das heißt, wenn wir anfangen, richtige Satzzeichen zu setzen und auf Groß- und Kleinschreibung zu achten, wird es sehr viel einfacher, am Ende die Untertitel in andere Sprachen zu übersetzen. So, das mache ich jetzt mal. Wie ihr seht, habe ich in den oberen 3 Bereichen die Satzzeichen gesetzt und richtige Sätze gebildet. Das wird einmal YouTube helfen, das Video zu verstehen, und es wird es sehr viel einfacher machen, die Untertitel zu übersetzen. Hier in diesem Bereich sieht man, dass die Spracherkennung von YouTube nicht immer perfekt funktioniert. Ich sage zum Beispiel, mein Gesicht ist scharf, also scharf gestellt. YouTube erkennt mein Gesicht des scharf. Das ist natürlich erstmal eine Kleinigkeit, aber wenn das häufiger passiert, kann das euren Inhalt verzerren. Nachdem ihr richtige Sätze gebildet und die Wortverwechslungen beseitigt habt, könnt ihr den Entwurf speichern, wenn ihr noch nicht fertig seid. Das kann nämlich schon mal 2 Stunden dauern. Kommt auf das Video an. Ihr geht also auf Entwurf speichern. Und hier seht ihr jetzt einmal automatisch von YouTube und hier ist euer Entwurf. Wenn ihr jetzt fertig seid, könnt ihr den Entwurf veröffentlichen und gleichzeitig den automatischen Entwurf löschen. Jetzt habt ihr also ein perfektes Skript eures Inhalts und es ist nichts einfacher, als diesen Inhalt jetzt in verschiedene Sprachen zu übersetzen und die Reichweite nochmals zu steigern damit. Ihr geht also einfach auf Sprache hinzufügen, wählt in dem Fall Englisch. Hier seht ihr den deutschen Titel und die deutsche Beschreibung. Wenn ihr jetzt den Text übersetzen lassen möchtet, ich nutze in dem Fall DeepL, kopiert das einfach raus und lasst es in Englisch übersetzen. Und das gleiche bei der Beschreibung. Als nächstes könnt ihr die Untertitel übersetzen. Einmal auf Untertitel hinzufügen. Und wenn ihr das jetzt gut gemacht habt, dann müsst ihr nur noch auf automatisch übersetzen gehen. Fertig. Jetzt könnt ihr euer Video in beliebig viele Sprachen übersetzen, was eure Reichweite extrem vergrößern wird. Gebt euch bei dem Eingeben der Untertitel extrem viel Mühe. Je perfekter euer Ergebnis, desto perfekter sind am Ende auch die Übersetzungen. Und desto eher weiß YouTube, was in eurem Video passiert. Nachdem man das bei einem Video gemacht hat, merkt man übrigens, dass die Aufrufzahlen nach oben gehen. Es ist auf einmal wieder in diesen Top-Videos der letzten 48 Stunden zu finden. Zumindest war es bei mir oft so. Also steckt ein bisschen Mühe und Zeit in die Untertitel eures Videos und es wird sich auf jeden Fall für euch lohnen. Falls dir das Video gefallen hat, abonniere gerne den Kanal.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.